Hallo und willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Vor einigen Wochen sind mir viele Posts bei X, früher Twitter, aufgefallen mit der Botschaft, die Sonne soll jetzt doch für die Klimaerwärmung verantwortlich sein, nicht CO2. Dabei war ein Verweis auf eine Studie im Science Magazin, also schon ein renommiertes Magazin, und die Studie, dazu komme ich später, die ist auch durchaus seriös. Schauen wir erstmal auf den Temperaturverlauf seit etwa 1880. Da sehen wir zunächst mal, dass die Temperatur nicht geradlinig ansteigt, sondern schwankt, also von Jahr zu Jahr oder auch im 2-3-Jahres-Rhythmus. Das ist die sogenannte interne Variabilität. Ursachen dafür sind zum Beispiel Meeresströmungen, Vulkanausbrüche oder El Niño, sowas wie El Niño. Also es gibt Schwankungen von Jahr zu Jahr. Längerfristig sieht man, dass es eigentlich bis 1910 etwa gar keinen nennenswerten Anstieg gab. Dann stieg die Temperatur bis etwa 1945 von etwa 0,3 bis 0,4 Grad an. Ging dann wieder leicht zurück, sogar bis etwa Ende der 70er Jahre, bevor dann ein schneller Anstieg folgte ab den 80er Jahren vor allen Dingen. Schauen wir uns im Vergleich dazu mal die gemessenen CO2-Werte an. Da sehen wir, dass die so etwa ab den 1970er Jahren besonders schnell ansteigen. Also etwas vor diesem besonders schnellen Temperaturanstieg. Das passt also grundsätzlich schon mal gut zusammen. Die These ist ja, dass die Sonne jetzt dafür verantwortlich sein soll. Und grundsätzlich ist der Gedanke ja gar nicht mal so abwegig, weil die Sonne, die liefert ja schließlich auch den Antrieb für unser Wetter. Jeder weiß, wenn er sich mal in die Sonne stellt, jetzt auch schon im Februar, dann hat die schon ganz schön Kraft und erwärmt natürlich. Dementsprechend ist die These nicht unbedingt abwegig, dass die Sonne für die Klimaerwärmung verantwortlich sein könnte. Wenn wir uns die Sonnenaktivität anschauen, dann sehen wir, also hier in dieser Grafik, erstmal die Sonnenfleckenzahl. Das ist nicht direkt die solare Einstrahlung, hängt aber damit zusammen. Das heißt, wenn es mehr Sonnenflecken gibt, ist die Sonne aktiver und dementsprechend gibt es auch mehr Sonneneinstrahlung. Wir sehen, dass die sehr große Schwankungen hat, diese Sonnenfleckenzahl. Das ist ein etwa 11-Jahres-Zyklus und der hatte ein Maximum so um 1960 und dann nochmal ein Maximum in den 90er Jahren und seitdem geht das eher zurück. Das heißt, wenn man von der Sonnenaktivität ausgeht, hätte man in den letzten Jahrzehnten eher eine Abkühlung sehen müssen. Nun, trotzdem gab es ja jetzt diese Studie und was hat die überhaupt behandelt? Da schauen wir nochmal uns die Temperaturzeitreihe an und gucken uns die letzten paar Jahre an. Da sehen wir so einen Aufwärtspeak, also gerade die letzten 2-3 Jahre waren nochmal deutlich wärmer als die Jahre davor, was auf eine beschleunigte Erwärmung hindeuten könnte. So, in der Studie hat man jetzt nach Ursachen nur für diese zusätzliche Erwärmung in den letzten 2-3 Jahren gesucht und herausgefunden, dass man gleichzeitig auch eine Verringerung der Wolkenbedeckung und vor allen Dingen der tiefen Wolken, die also in der Atmosphäre relativ weit unten zu finden sind, das ist so diese typische Hochnebel oder flache Cumuluswolken, die wir öfter mal jetzt auch im Frühjahr haben. Das sind diese tiefen Wolken und die sind zurückgegangen. Das konnte man messen. Wenn diese Wolken fehlen, dann gibt es mehr Sonneneinstrahlung. Das kann ja jeder auch dann am eigenen Leib sicher schon mal, weil das hat jeder sicher auch schon mal selbst erfahren oder gemerkt, wenn er in der Sonne steht, ist natürlich wärmer als unter einer Wolke. Dementsprechend ist das plausibel. Weniger Wolken wird wärmer. Was nicht gerade so klar ist, was jetzt die Ursache für diese geringere Bewölkung ist. Da will ich jetzt aber auch nicht unbedingt näher drauf eingehen, denn das wird jetzt den Rahmen des Videos ziemlich sprengen. Als Fazit sollte man zumindest mal festhalten, dass diese Studie nur untersucht hat, was die Erwärmung der letzten 2-3 Jahre verursacht hat und nicht generell darum ging, ob die Sonne oder das CO2 für die Erwärmung verantwortlich ist, sondern diese zusätzliche Erwärmung, die kommt zu der allgemeinen Erwärmung durch CO2 noch dazu.
Also ziemlich irreführende Posts, die ein völlig falsches Bild verbreitet haben, und so ist es leider häufig. Deswegen immer bei sozialen Medien vorsichtig sein bei solchen Aussagen und mal recherchieren, was dahinter steckt. Das war's von mir für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren oder ein Like zumindest da lassen, denn das hilft mir natürlich jetzt am Anfang besonders, weil ich ja noch keine Reichweite wirklich habe. Also, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal.